Ramadan Tag 9, meine Lieben. Wir haben gestartet. Ich habe den ganzen Vormittag eigentlich von 10 bis 14 Uhr am Computer gesessen. Ja, unter anderem das Video von gestern geschnitten. Ja, deswegen kam nicht so viel vorher. Auf jeden Fall geht es mir heute ganz gut. Ich muss sagen, das mit dieser, was ich euch gestern gesagt habe, mit dem Schmerzen an der Hüfte, ne, das ist so, das kommt und geht. Heute bin ich zum Beispiel aufgestanden und es tut nicht weh. Und dann gibt es Tage, wo ich dann aufstehe und es tut weh. Deswegen weiß ich nicht, ob es irgendwie... Ja, aber ich habe die letzten Tage eigentlich gleich geschlafen. Also ich kann jetzt mittlerweile nur noch so richtig erhöht, so fast im Sitzen schlafen. So, das ist für mich so gerade die angenehmste Position, so dass ich nachts kein Sodbrennen kriege und ja, irgendwie am gemütlichsten aktuell. Ja, das ist der Stand. Ich muss einmal mein Kefir abgießen. Habe ich gestern nämlich vergessen. Und dann steht heute auch nicht viel an, denn ja, ich habe ja eben die ganze Zeit jetzt am Computer verbracht. Es ist auch nicht mehr viel Zeit. Wir haben es jetzt 3:30. Naja, wir haben noch gut Zeit. Aber ich habe auch kein Fleisch rausgeholt. Und ja, generell koche ich ja auch nicht jeden Tag mit Fleisch. Deswegen gibt es heute wieder was Vegetarisches. Ich dachte, ich mache wieder eine Linsensuppe, aber eine gelbe Linsensuppe. Letztes Mal hatte ich ja eine rote Linsen. Heute machen wir eine gelbe Linsensuppe. Denn dafür, dass es kein Fleisch ist, dachte ich, mache es trotzdem so ein bisschen mit viel Hülsenfrüchten und so weiter. Einfach trotzdem auch unsere Proteine kommen. Deswegen dann die gelbe Linsensuppe. Und dann wollten auch die Kids eine, ja, so eine Rainbow Bowl nennt man die ja auch, also eine Bowl, einfach eine Bowl. Ich koche Quinoa, ich gucke, was ich da habe, Avocado, Gurke, Tomaten, Paprika, können alles die Kinder schnippeln. Dann schicke ich vielleicht noch jemanden schnell, weil ich finde das besonders lecker mit so richtig warmen, leckeren Süßkartoffelwürfel oder Stücke dazu. Also da muss auf jeden Fall noch so eine warme Komponente. Ja, und noch ein paar andere Sachen und dann mache ich so ein Dressing, da müssen wir auch keinen Salat schnippeln und dann kann sich jeder dann später nach der Suppe einfach so eine Bowl zusammenstellen. Ich habe noch ganz wenig Essen von gestern übrig, also ein bisschen Kartoffelpüree, bisschen Hühnerfrikassee und ich habe sogar noch von vorgestern im Kühlschrank, ist noch ganz wenig, das ist auch so eine Portion für eine Person. Ein bisschen noch von dem Bulgur-Reis und noch der überbackene Blumenkohl. Vielleicht esse ich das. Da habe ich auch irgendwie, der Blumenkohl, der war ja ganz lecker. Muss auch alles aufgegessen werden, also so ein bisschen Reste essen. Und die Bowl, heute wie gesagt wieder chillig. Ich habe ja gesagt, ne, ich nehme euch schon mal so mit, wie es sich ergibt. Am Wochenende ist ein bisschen mehr Zeit, die Kids sind mehr zu Hause, ihr könnt mehr mithelfen, dann kann man immer mehr machen, auch nachtischmäßig. Außerdem habe ich mir vorgenommen, heute Abend schon was für die Kinder für das Frühstück vorzubereiten. Da gucke ich jetzt auch noch, ich wollte ihnen einmal ein bisschen Granola machen, haben sie keins mehr. Vielleicht Baked Oats. Könnte ich den auch machen, dann können sie das nachts essen. Ich gucke mal, ne? Ich will immer nicht groß reden, weil dann rede ich immer so am Anfang und dann irgendwie wird es dann doch alles wieder so hektisch, chaotisch und dann bin ich wieder fix und fertig. Meine Bestellung ist auch angekommen. Was habe ich denn mir hier überhaupt bestellt? Was ist hier drin? Ach, das haben nämlich die Kinder geschrottet. Aber hat gut gehalten. Ich hatte das jetzt doch schon ganz schön ein paar Jahre. Diesen Fusselroller, aber der ist so gut für die Couch. Der ist wirklich so gut und dann irgendwie, keine Ahnung, wahrscheinlich hat irgendeiner ist nicht gut damit umgegangen. Ist hier drin so das Teil abgebrochen, dann hat es nicht mehr funktioniert. Aber ich finde das Teil so mega für die Couch gegen die Katzenhaare. Das ist wirklich so immer richtig schnell, weil du brauchst halt nichts Elektrisches und das macht wirklich richtig gut die Katzenhaare immer weg. Aber wie gesagt, ja, ist dann am Ende ist das Plastikteil das eine abgebrochen. Aber ja, wie lange hatten wir das jetzt? Bestimmt 3 Jahre oder so. Und kostet nicht die Welt. Also kann man ab und zu mal nachkaufen. Ist okay. Kann man machen. Was noch? Dann hatte ich keinen schwarzen Pfeffer mehr. Keinen schwarzen Pfeffer, keinen gemahlenen schwarzen Pfeffer. Den habe ich nachbestellt. Der ist gekommen und hier müsste mein Ghee sein. Ja, ich komme nicht dazu. Ich muss irgendwo eigentlich gut Butter erwischen. Bio-Butter ist nie im Angebot. Ja, deswegen habe ich jetzt online wieder mein Ghee bestellt. Eigentlich ist es ja super easy, das selbst zu machen. Aber ja, ich zahle hier für 910 Gramm Bio-Ghee. Muss mal überlegen, aus wie viel Butter das wäre. Ob sich das so rentiert oder nicht. Wie viel hat das gekostet? Irgendwas mit 20 Euro. Ja, Ghee ist halt auch nicht so günstig, aber das benutze ich halt ganz viel zum Kochen. Ne, jetzt beim Kochen benutze ich ja wirklich entweder nur Olivenöl, Ghee, Butter oder Kokosöl. Sonst benutze ich schon sehr lange kein Rapsöl, kein Sonnenblumenöl, also keine von diesen Ölen benutze ich. Könnt ihr ja mal selber nachlesen. Warum, wieso, weshalb. Also, Ghee haben wir, Pfeffer füllen wir aus. Das kommt auf die Couch. Können die genau heute gleich wieder die Couch mal sauber machen. Und dann legen wir mal langsam los.
Şeyma doldur hepsini yok. Bitsin. İçiyor. İçiyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Ve lehul hamdu ve aliyyul alem. حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب. Und doch wird es jedes Mal dann zum Ende ein bisschen hektisch. Aber wie ihr gesehen habt, gab es die türkische Linsensuppe mit gelben Linsen. Dann habe ich hier Quinoa gekocht. Das ist der Quinoa Tricolor, also weißer, schwarzer und roter zusammen. Ein Tipp bei Quinoa, weil ich weiß, vielen schmeckt der nicht, weil der hat so ein bisschen Bitterstoffe. Den müsst ihr richtig gründlich mit heißem bzw. so warmem Wasser ausspülen. Und wenn ihr den dann kocht, dann macht auch da ein bisschen Gemüsebrühe mit dazu. Dann schmeckt der viel, viel besser. Und der ist auch sehr, sehr sättigend. Also davon braucht man echt nicht viel. Und dann habt ihr gesehen die ganzen Toppings. Dann habe ich so ein Dressing gemacht. Das ist ein Joghurt-Senf-Dressing. Ich finde, das passt ganz gut dazu. Ich habe auch noch so ein bisschen so Sour Cream und so. Und wer will, kann sich da eben jetzt selber so seine Bowl, wie er mag, zusammenstellen. Finde ich immer ganz praktisch. Und wir stelle ich es auf den Tisch oder jeder nimmt sich von hier, wie er möchte. Das Beste ist immer dieses warm und kalt zusammen. Das ist richtig lecker. Oh, Hallöchen! Willkommen! Hallöchen, Hallöchen. Wir sind satt. Du hast aber kein Mikro. Soll ich dir auch ein Mikro ranmachen? Kriegst auch ein Mikro. Wir sind doch professionelle YouTuber hier. Professionelle Ausstattung. Wo ist der Tee? Der muss noch ziehen. So, neuer Vlog von Tag 8 ist gerade online gegangen. Wir haben es jetzt 10 nach 8. Können wir ja gleich mal schauen. Wir können ja direkt Live-Reaction machen auf eure Kommentare, ne? Ich sag, ich komme aktuell voll durcheinander, weil YouTube kriegt ihr ja immer direkt am nächsten Tag den Vlog. Auf Instagram poste ich versetzt. Das heißt, heute ihr habt den Vlog
heute, jetzt von Tag 8 bekommen. Jetzt habe ich ja Tag 9 gefilmt. Gepostet habe ich aber Tag 7 ein Reel auf Instagram und Tag 6 aber auf TikTok. Fragt nicht, warum ich das so mache. Ich weiß es selber nicht. Ich bin durcheinander. Ja, ich denke dann immer, ich mache dann noch irgendwie, ne, weil heute war ja ganz gechillt. Ich habe ja viel am Computer eben gesessen und dann kochen war jetzt heute auch nicht viel, aber trotzdem war es dann so spät angefangen und trotz, dass die Kinder helfen, schnippeln und so, ist es immer am Ende so eine Hektik und dann wird es doch so anstrengend und dann bin ich dann so K.O. und dann, ne, essen, beten, weiter essen, Küche aufräumen. Wobei Kids haben alles aufgeräumt. Ich habe nur noch am Ende noch den Airfryer noch die Dings sauber gemacht. Den ganzen anderen Abwasch haben ja die Kids gemacht. Gehen wir mal auf die Community. Hab schon sehnsüchtig gewartet. Ach süß. Guck mal, ich versuche dann immer schnell wenigstens ein bisschen hier ein paar Sachen von euch zu liken. Ich liebe deine Videos. Vielen lieben Dank. Diese bzw. solche Variante kenne ich noch gar nicht. Danke dafür. Eventuell versuche ich dies auch einmal. Achso, das ist jetzt ein Kommentar vom knusprigen Kartoffelsalat. Was machen wir denn morgen? Also die Mädels, steht es noch fest mit euch, Mädels, dass ihr morgen nicht da seid? Habt ihr jetzt schon so geplant? Also die Mädels sind anscheinend morgen alle nicht da. Auch Mariam nicht, alle 5. Das heißt, sind wir nur mit den Jungs? Ja. Könnten wir dann nicht auch abhauen und draußen was essen? Eure Katzen sind so toll, wie sie bei allem dabei sind. Beim Kochen, beim Essen, beim Beten. Süß. Ja, Tofu ist immer in der Küche dabei auf jeden Fall. Blackie nicht. Blackie ist hier gar nicht in der Küche, wenn ich koche. Tofu, ich weiß nicht, sie liebt das total eben hier. Sie mag halt eben auch auf der Höhe zu sein. Ne, dass sie dann hier auf dem Stuhl sitzt. Sie will auch immer auf die Küchenarbeitsplatte da. Aber das darf sie nicht und das weiß sie ganz genau, wenn ich nicht hingucke. Dankeschön. Wenn ich nicht hingucke, geht sie da rauf und sobald ich komme und sage du, geht sie auch direkt wieder runter, ne? Blackie kommt gar nicht in die Küche. Blackie ist ja so einer für sich, der will auch seine Ruhe. Der ist gar nicht so viel unter uns. Der liebt ja nur Hikmet. Sonst, der mag niemanden von uns. Der liebt nur Hikmet. Und deswegen, sobald Hikmet zu Hause ist, auf der Couch ist, dann kommt Blackie und krabbelt auf Hikmet drauf und kuschelt mit ihm. Der liebt nur Hikmet. Uns alle mag er nicht. Mich mag er sowieso nicht. Von mir kriegt er immer Ärger, immer Angst. Guten Abend. Guten Abend, vielleicht guten Morgen, guten Mittag und von Tobi. Guten Morgen, und falls Sie uns nicht sehen, guten Morgen, guten Mittag oder gute Nacht. Liebe Alia hat sehnsüchtig gewartet. Ja, das hatten wir schon. Habe ich schon Hast geliked. Gegrüßt, hast du Winke Habe ich schon geliked hier. So schlimm mit dem Ischias, schreibt hier eine gewisse. Aber das ist aber auch komisch, ne? Ich sage, ich bin gestern schon direkt mit diesem Schmerz aufgestanden und der war den ganzen Tag und heute bin ich aufgestanden. Heute ist es zum Beispiel gar nicht. Und das habe ich jetzt immer wieder so. Ein Tag tut das richtig weh, ein Tag tut das nicht weh. Das ist schon komisch. Und liebe Grüße und so weiter. Liebe Grüße auch hier zurück. Liebe Kerstin an dich. Oh, ich liebe Zwiebelmustergeschirr. Super schön gesagt. Mascha, die Schwangerschaft steht dir wirklich gut. Vielen lieben Dank. F-61. Alles gut, ich sehe. Da war aber die Krümel oben drauf. Ja, ich habe doch eigentlich den Sieb benutzt. Der war ganz fein. Cioccolata Türkçe değil mi? Mami? Nee, man sieht dich Schokolade. nicht. Chocolata. Cioccolata? Also auf Polnisch ist Chocolada. Chocolata. Chocolada. Chocolada. Ich muss mich konzentrieren. Chocolada. Habe ich das gesagt oder habe ich das nicht gesagt? Habe ich das euch schon gesagt? Also, erstens, fragt auch gar keiner von euch, ne, ob wir schon einen Namen für sie haben. Ich habe schon eigentlich, seit ich erfahren habe, ne, 13. Schwangerschaftswoche bei der Frühfeindiagnostik in der Charité, da hat ja Professor Henrich zu 80% schon gesagt, dass es ein Mädchen wird. Also ich war halt schon relativ früh. Und eigentlich war ist schon ein Name, den ich so in den Raum geworfen hatte, war halt schon von vielen ein Favorite. Und ich weiß nicht, seitdem hatte ich halt immer diesen Namen und immer wieder aber auch andere Namen mal so, ne, in der Familienrunde mal so reingeworfen und so weiter. Aber dieser eine Name hat sich schon eigentlich, ja, muss ich sagen, so irgendwie so festgesetzt. Ich meinte auch schon zu meiner Mutter. Also ich habe irgendwie den Namen für sie schon so verinnerlicht. Ich weiß nicht wieso. Und dann meinte meine Mutter auch so, ja, dann wird es wahrscheinlich dieser Name. Also wenn du den schon so fühlst, dann wird's. Hikmet ist auch einverstanden, ne?
Also ja, nichts zu melden. Ja, Nee, ja. Spaß. Wir suchen ja immer selber aus. Das Gute war ja bei Sechsling, viele sagen ja dann immer, ja, oh, so viele Namen, das ist voll schwer, so viele Namen zu finden. Dabei fand ich, gerade für viele Kinder ist es einfacher, weil du hast ja eigentlich immer eine große Auswahl an Namen, aber ja, du kannst dich ja nicht entscheiden. Und wir hatten so halt viele Namen und wir hatten bei unseren Sechslingen so eine Liste mit, ich glaube, 12 Namen insgesamt. Waren total viele verschiedene Namen und dann habe ich 3 Namen genommen, die ich unbedingt haben wollte und Hikmet hat 3 genommen. Und ich gucke ja immer, weil ich kriege ja auch viel von meinen Landsleuten, von meinen polnischen Landsleuten und so auch viel so Vorurteile, so von wegen, ich habe so meine polnische Kultur verraten und ich bin Türkin geworden und bin nicht mehr meine polnische. Das Ding ist, ich meine, ich bin konvertiert, ich bin Muslimin. Das heißt, mein Glaube, dadurch, dass wir den ja auch leben, ist der ja sehr offensichtlich. Und deswegen sieht man ja eben viel, ich bin bedeckt, beten, ne, sowas alles. Das ist halt einfach, ne, aber das hat ja nichts mit Kultur zu tun. Ich bin ja trotzdem polnisch aufgewachsen, ich bin ja trotzdem eine Polin, ich bin dort geboren. Und ich identifiziere mich auch als Polin. Ich sehe mich auch so. No, was guckst du mich so an? No, du willst was? Was? Nö. Wieso? Was hast du ein Problem mit Polen? So. Kann ich mal erstmal meine Dings zu Ende sprechen? Dankeschön. Ach so, okay. Auf jeden Fall, worauf ich hinaus will, jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht. Genau, dass ich auch bei der Namenswahl zum Beispiel der Kinder, was viele nicht bedenken, klar, uns ist halt wichtig gewesen, dass es muslimische Namen sind, vor allem, dass es Namen sind mit einer guten Bedeutung. Also ein Name ist schon sehr, sehr wichtig. Zum Beispiel damals war ich auch falsch informiert. Als ich konvertiert bin, wurde mir gesagt, ich muss meinen Namen wechseln. Ja, dass man einen muslimischen Namen haben muss. Und damals habe ich mir halt Shema ausgesucht, aber ich habe das nie offiziell irgendwo auf dem Papier geändert oder so, sondern ich habe das eigentlich immer nur privat benutzt und ich bin auch wirklich diesen Namen gewöhnt. Also mir ist es Schnuppe, ob mich jemand Shema nennt oder Roxana, ich höre so auf beides. Also ich habe mich auch an diesen Namen gewöhnt. Aber ich habe erst so Jahre später erfahren, dass es eigentlich nur dann notwendig wäre, wenn der eigene Name eine schlechte Bedeutung hat. Und schlechte Bedeutung in dem Sinne, Name könnte zum Beispiel bedeuten, wenn es jetzt irgend sowas so aus der Pharao-Zeit und dein Name bedeutet irgendwie, was gab es da für Beispiele? Sonnengott oder, ne, so wisst ihr, wenn es einfach so eine heidnische oder so einfach eine schlechte Bedeutung hat. Und damals habe ich geguckt und Roxana bedeutet auch irgendwie nur so Morgenröte oder sowas. Also hat keine schlechte Bedeutung. Deswegen hier auch, ja, falls jemand konvertiert, muss nicht zwangsläufig seinen Namen ändern. Ja, und deswegen habe ich immer geguckt bei den Kindern, dass es einen Ursprung hat, ein Name. Deswegen hat man zum Beispiel, ich heiße ja auch mit zweiten Vornamen Maria, also Roxana Maria. Und deswegen habe ich ja auch unsere erste Tochter, wollte ich unbedingt, dass sie Maryam heißt, weil Maryam ist halt Maria, das wissen viele nicht. Adem ist Adam und ich wusste auch schon früher, bevor ich geheiratet habe, konvertiert bin und so, wenn ich irgendwann einen Sohn habe, ich möchte, dass er Adam heißt. Ich mochte schon immer diesen Namen. Musa ist Moses, ne, Malik Musa, also deswegen, ich hatte damals überlegt, ne, Isa ist Jesus, deswegen war entweder Malik Isa oder Malik Musa, wollte ich ja damals ihn nennen. So Rana, Esma war auch, ne, Rana habe ich gegeben, Esma habe ich gegeben und Adem habe ich gegeben. Du hattest Ahmed, Zehra und Zeynep. Jetzt für sie habe ich sozusagen jetzt den Namen ausgesucht. Malik Musa, da haben wir ja sowieso von deinem Freund die Namen geklaut, weil sein Sohn hat wie viele Namen? 8 Namen. Ja. Der hat irgendwie 8 Namen seinen Sohn gegeben und einer davon war ja Musa, ne? Nee, nicht 8, ja 4. 4 oder 4, okay, wollen wir mal nicht übertreiben. Ja, aber einer davon 4. War Musa, da habe ich gesagt, okay, der hat 4, den einen können wir nehmen. 4. Deswegen, ja, eben auch wollte ich so ursprüngliche Namen, ganz alte Namen mit Bedeutungsnamen und so weiter. Und ich finde halt bei Mädchennamen habe ich da nicht viel gefunden. Also finde ich schwerer als bei Jungs-Namen. Jungs haben wir viel. Ich finde zum Beispiel Michael sehr schön, ist Michael. Ne, also der Engel Michael, auch ein sehr, sehr schöner Name. Dann sowas wie Jakub ist auch Jakob. Ne, das haben wir auch im Polnischen sehr, sehr viel. Kamil finde ich sehr, sehr schön. Und das ist auch im Polnischen gibt es Kamil sehr viel. Und ist aber auch ein muslimischer Name. Ist auch halt ganz witzig. Deswegen irgendwie bei Jungs hätte ich irgendwie ein bisschen mehr Auswahl gehabt als jetzt bei Mädchen. Da fand ich so ein bisschen schwerer. Ihr könnt ja, falls ihr noch ein paar schöne Mädchennamen habt, wo ihr sagt, ja, das ist ein ganz, ganz alter, ursprünglicher Name. Mädchenname könnt ihr ja trotzdem mal gerne raushauen. Vielleicht sage ich ja, oh nee, jetzt will ich doch ändern, weil das gefällt mir besser oder so. Man weiß ja nie. So, wolltest du was sagen, während ich mein Schokolädchen esse? Du wolltest ja was sagen. Ich habe dich nicht gelassen, weil ich erzählt habe. Ich wollte ein paar Nachrichten lesen. Ja, lies mal. Ich höre zu. Was machen wir denn jetzt morgen? Das überlegen wir nachher. Eine liebe Gabi Kreidel, herzliche Grüße. Lasagne und Biskuitrolle finde ich super. Vielen Dank.
Mich würden die Gebete interessieren. Gibt es da auch in Deutsch? Und wann macht man welche Handbewegungen? Möchte das gerne verstehen. Ich schaue gerne jeden Abend. Eine Gabi Kreidel. Also die Gebete, Da gibt es ja... man betet ja 5-mal am Tag. Jedes Gebet hat seine bestimmte Anzahl und Reihenfolge. Ist immer so, ich finde es immer, tue mich selber schwer, so Sachen auf Deutsch zu erklären. Also da ist halt das Morgengebet, du hast das Mittaggebet, Nachmittaggebet, das Abendgebet und das Nachtgebet. Und jedes hat seine bestimmte Anzahl an Rekka. Rekka ist das, wie oft man sozusagen zur Niederwerfung geht. Ja, also manche Gebete, das kürzeste Gebet ist zum Beispiel Zweimal ist ein Rekat sozusagen. ja, zum Beispiel ist morgens das kürzeste Gebet, das Nachtgebet ist das längste und so weiter. Dann hatte ich ja gesagt, im Ramadan gibt es ja auch nochmal das Terawi-Gebet am Abend. Und das ist eigentlich alles vorgegeben. Also eigentlich beten alle Muslime gleich. Und es werden auch die gleichen Suren aus dem Koran gelesen. Diese lernt man auswendig. Das ist eigentlich, wie gesagt, also alle Muslime machen das gleich und das ist schon so vorgegeben. Ja, in Deutsch nicht. Kann man Also sich besorgen. alle beten. Die muslimische universelle Gebetssprache ist ja die arabische Sprache, so wie auch der Koran abgesandt wurde. Also deswegen lernen wir das alle auf Arabisch. Ne? Also zum Beispiel, ich habe das auch direkt, die Gebete auswendig gelernt auf Arabisch. Das nochmal zu lernen, zu verstehen, das ist nochmal extra. Ja, also da muss man sich auch nochmal dann die Zeit nehmen dafür, die Sachen auswendig zu lernen. Also gerade, ich finde es persönlich wichtig, dass man vor allem die Gebete, ne, das, was man sagt, dass man schon weiß, was man da sagt, dass man wenigstens die auswendig lernt. Zu verstehen ist dann nochmal der nächste Schritt. Aber seine Gebete, die Mansuren, die spricht, die sollte man schon wenigstens wissen. Ich hatte auch damals als Konvertierte mein kleines Gebetsbuch und dann stand dann zum Beispiel das Ganze auf Arabisch. Dann stand da, wie man das auf Arabisch ausspricht und darunter die Übersetzung. Das fand ich halt immer wichtig. Dann habe ich das immer so gelernt, sodass ich wenigstens wusste, okay, wenn ich jetzt die Sure, ne, im Gebet spreche, was das halt bedeutet. Ne? So, eine Sabine Zundel. Schöne Grüße. Hallo Roxana, ich bin durch Zufall auf dein Filmchen über Ramadan gekommen. Für mich atmest du nicht zu laut. Das Mikro ist ja zwar ganz praktisch, aber das nimmt jetzt hier bestimmt auch mein ganzes Geschmatze auf. Ich finde es interessant, was alles so dazu gehört. Mach bitte weiter so. Viele Grüße aus dem Nordschwarzland, Sabine. Liebe Grüße zurück, liebe Sabrina. So, liebe Roxana, auch alle 2 Tage ein Video wäre mehr als okay. Ich wünsche mir nämlich für dich, dass du das letzte Trimester in deiner Schwangerschaft auch genießen kannst. Bitte achte auf dich. Bitte, Idee, sich das Rezept zu merken und daraus ein Rezeptvideo zu machen, ist eine gute Idee. Notizen werde ich mir definitiv machen. Schönes Wochenende. Und wir haben ja schönes Wochenende. Ja, ich habe auch schon schönes überlegt. Wochenende, Nika. Ich hatte ja auch schon überlegt, ich meine, dieses Jahr war nochmal anders, deswegen wollte ich dieses Jahr das nochmal so durchziehen. Und weil ich ja eben meine Mitarbeiterin habe, die ja jetzt sozusagen die Videos schneidet und so weiter, dachte ich, das wird ein bisschen einfacher, aber ja, ich unterschätze die Schwangerschaft, ne, dass trotzdem ja eben ja, dieses Gefilme und so weiter ja auch viel Zeit in Anspruch nimmt. Aber ich will dann irgendwie nicht diese Reihe so kaputt machen, so wisst ihr, dann haben wir so Tag 1, Tag 2, Tag 3, Tag 4 und dann auf einmal so Ja. bumm, kaputt. Aber ich glaube, so gerade zum Beispiel nächstes Jahr, wenn ich jetzt überlege, die Kleine ist da und dann nächstes Jahr ist sie ja dann schon fast 1 Jahr. Ob ich dann wirklich dann so durchziehen kann mit jeden Tag nochmal mit den Ramadan-Vlogs? Man weiß ja nicht, ne? Man weiß ja immer nicht, ne? Vielleicht ist das ja ein super pflegeleichtes kleines Kindchen, kleines Baby. Vielleicht kriegen wir das hin, aber vielleicht mache ich das auch nächstes Jahr ein bisschen anders. Landsmännin von dir. Wieder ein schönes Video gewesen, Dankeschön. Und atme, wie du möchtest. Das ist ja anstrengend genug, du Arme. Du strahlst trotzdem sehr Liebe und blühst auf bei mir. Hat es auch nicht gestimmt, habe 2 Mädchen und habe beide herzhaft Curry scharf gegessen. Jetzt die 3. Schwangerschaft, bisher ist noch frisch. Esse ich sehr, sehr viel, nur gesund Süßes geht kaum. Wenig, eher schmeckt einfach alles künstlich. Und ja, dein Gesicht ist einfach schön glänzend und die Wangenknochen habe ich auch. Polen halt. Sind nur neidisch und danke wieder für die Essensideen. Ich mag Lasagne gern, aber wir essen es mit Creme fraiche. Die Bechamel aber schaut sehr lecker aus. Habe für morgen Gulasch vorbereitet, das lieben die Kinder sehr. Danke für das Video und freue mich inshallah auf weitere. Das ist eine Medix Dali. Schöne Grüße. Liebe Grüße. Ja, ich habe früher Lasagne auch immer mit Creme fraiche gemacht, weil ich zu faul war, Bechamelsoße zu kochen. Aber dank Thermomix, weil der das ja so schnell macht, mache ich es immer mit Bechamel. Eine gewisse Oisha
Aminova. Konnte es kaum erwarten, bis dein Video kommt. Ramadan Tag 2. Ich wollte dich auch noch fragen, ob du mal ein Video machen kannst, vielleicht nach dem Iftar, wo ihr Buldak isst. Weil es würde mich interessieren, wie ihr die Ramen kocht. Verstehst du das? Bulldog-Nudeln? Das, was ich Oder wenn das nicht geht, ihr in irgendwelche Challenges macht mit den Kids. Bitte. Also diese Bulldog-Nudeln und so, das kenne ich ja von Mariam, die macht sich ja sowas öfters, aber ganz ehrlich, ich esse sowas nicht. Das ist mir ein bisschen zu chemiehaft. Ich bin so schon aus der Puste, ne? Ich bin jetzt auch schon so mein Bauch ist ja schon so platzt, aber dann auch noch so nach dem Essen, obwohl ich jetzt gar nicht so viel gegessen habe, aber gerade so abends ist dann so richtig der Bauch. Diese Frage haben wir jetzt öfters viele gestellt. Ich lese mal eine von jetzt hier, was ich da habe, von Jenny Miller, 1464. Hallo, mega tolle Reihe zum Ramadan. Habe ich ein paar Fragen. Wechseln sich die Männer ab beim Vorbeten, beziehungsweise wie entscheiden sich, wer das Gebet leitet? Ihr tragt dann alle eine spezielle Kleidung. Die Kopftücher würden aber nicht getragen, wenn nicht die Kamera mitläuft, richtig? Wie lange dauert euer Gebet? Ist es auf Arabisch? Vielleicht hast du ja Lust, beim Vloggen darüber zu erzählen. Freue mich jetzt täglich auf neue Videos. Habt eine wunderbare Ramadan-Zeit. Jenny Miller. Dankeschön, Jenny Miller, liebe Jenny Miller. Ja, ich hatte ja schon gesagt, also die Gebete werden auf Arabisch gesprochen. Dann ist es so, also gerade auch, ihr seht ja bei den Jungs, dass die jetzt zum Beispiel so eine Jalabia, nennt sich das ja, tragen. Aber das ist jetzt bei den Männern, also die haben zwar auch eine Kleiderordnung, wie sie im Gebet zum Beispiel, ne, die haben ja auch so bestimmte Zonen, die bedeckt sein müssen. Da muss man schon auch drauf achten, dass sie nicht irgendwie in einem Unterhemd oder so beten. Da sollte man sich auch, ne, man muss sich ja vorstellen, wenn ich bete, ist es ja etwas zwischen mir und Gott. In dem Moment stelle ich mich sozusagen vor unseren Schöpfer. Dann sollte man auch ein bisschen ja da mit der Kleidung auch dementsprechend achten. Aber zum Beispiel jetzt die Männer haben jetzt keine Pflicht, dass sie jetzt so bestimmte Gebetskleidung tragen müssen. Das kann man machen, muss man aber nicht. Bei uns Frauen ist es so, ja, einerseits ist auch, wissen viele nicht, dass wenn wir hier zu Hause sind, wir sind unter uns, wenn wir jetzt nicht männlichen Besuch haben, der nicht mit uns verwandt ist. Ja, wenn jetzt mein Bruder hier wäre, mein Vater, sowas alles, die können mich alle ohne Kopftuch sehen. Wenn sonst keiner hier ist, ja, kein männlicher fremder Besuch, dann sind wir hier alle ohne Kopftuch. Deswegen ist ja auch so, ne, seit die Mädels bedeckt sind, sieht man die halt eben auch nicht so viel, weil die sind hier zu Hause, die kommen nach der Schule, die ziehen sich alle um. Ich laufe auch immer mit Kurzarm, T-Shirt und so weiter so durch die Gegend. Wenn ich dann vorhabe zum Filmen, dementsprechend ziehe ich mich an und bedecke mich auch wieder. Das war die eine Sache. Dann genauso mit Gebet und so, ne, wie das aussieht, hatte ich ja schon vorhin gesagt. Was war da noch? Der Vorbeter. Achso, mit dem Vorbeter. Ja, zum Beispiel ist es das nochmal, finde ich eben so schön im Ramadan, dass wir uns halt nochmal so diese extra Zeit nehmen, zusammen zu beten, weil sonst ist halt so, jeder macht seine Gebete, verrichtet, wann er gerade Zeit hat. Ne? Also wir haben ja immer so eine bestimmte Zeitspanne, wann ist jetzt Morgengebet, Mittaggebet, Nachmittaggebet und so weiter. Trotzdem ist halt so, ne, du musst deine Gebetswaschung vorher nehmen und so weiter. Dann hat die gerade nicht jeder. Also deswegen ist es nicht so, dass wir immer gemeinsam beten, sondern jeder betet sozusagen alleine für sich selber. Und dann ist es nämlich besonders eben schön im Ramadan, dass wir uns doch diese Auszeit nehmen und zu sagen, wir beten gemeinsam, ne, dass wir alle uns gemeinsam hinstellen und dann das ist dann halt, aber ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch nennt, ne? Jamaat ist ja auf Türkisch. Das man als Gemeinschaft. Ah ja, dass man als Gemeinschaft mehr Wert. Ja, es ist auch mehr wertvoller, gemeinsam eben zu beten in dieser Gemeinschaft. Und dann ist halt jemand der Vorbeter. Und das wechselt sich dann hier zu Hause immer ab. Der Vorbeter, warum der Vorbeter? Wer macht das? Derjenige, der die beste Stimme hat eigentlich. Ja, bei uns macht das immer der Ahmed so schön, aber der macht das auch sehr, sehr gerne. Er ist ja auch sehr, wie sagt man jetzt, ja, er eignet sich auch viel Wissen. Er lernt auch sehr, sehr viel, was islamische Sachen angeht. Er ist da auch sehr, sehr fleißig und ich glaube, dadurch, dass er ist auch stolz. Also wir sind auch stolz, aber er ist auch stolz, dass er halt schön Koran lesen kann und er übt ja auch noch seine Aussprache und so weiter, dass man es nochmal extra schön nochmal alles betonter lesen tut und so weiter. Das muss man halt alles lernen. Das macht er halt auch.
Und deswegen, ja, macht er das sehr, sehr gerne. Deswegen halt ist er nicht immer auch der Vorbeter. Aber ja, gerade dann, wenn ich sage, so, ich will mal eine kurze Aufnahme machen, dann macht er das. Ja, dann sind dann immer so, nee, ich will nicht und so, weil die dann denken so, ich kann es nicht so gut und dann ist es denen irgendwie peinlich oder sowas. Also wie gesagt, Ahmed schämt sich da nicht. Der macht das sehr, sehr gerne. Deswegen, ja. Aber Vorbeter können sich eben abwechseln. Es muss nicht immer die gleiche Person sein. Im ersten Ramadan-Vlog hatte ich ja gesagt, dass das dieses Jahr nochmal so schön ist, ne, dass wir zusammen eben mit unseren christlichen Mitmenschen ja mitfasten. Aber es ist ja bei jedem unterschiedlich, ne? Meine Mutter ist ja katholisch, aber sie zum Beispiel sie macht jetzt nicht mit Besonderes irgendwas in der Fastenzeit. Da ist es ja, und genauso ist es halt bei den Muslimen, ne? Also es ist ja, nur weil sich jetzt jemand Moslem nennt oder ja in einer muslimischen Familie geboren ist, heißt ja immer nicht, dass er trotzdem praktizierend ist. Man hört ja auch oft von Nicht-Muslimen, ja, mein Arbeitskollege, ja, aber der trinkt schon mit mir mal ein Bierchen und so, ne? Aber der isst kein Schweinefleisch. Und es ist halt so, es ist beides genauso verboten, ja, ob jetzt Alkohol trinken oder Schweinefleisch essen, beides ist im Islam halt komplett verboten. Und das ist halt so, ne? Und dann gibt es halt Menschen, die eben mehr machen, weniger machen. Ich sage ja, keiner ist perfekt. Wir sind auch nicht perfekt. Man versucht halt immer, sich stets zu verbessern und zu steigern, an seinem Charakter zu arbeiten. Es ist ja nicht nur so, wie du praktizierst als Moslem, ja, welche Pflichten und Aufgaben du erfüllst, sondern genauso dein Charakter. Aber das ist ja egal, ob man jetzt einen Glauben hat oder nicht. Das ist einfach etwas Menschliches und jeder Mensch ist unterschiedlich und ist egal, in welcher Nationalität, welcher Kultur, welcher Herkunft, welcher Religion. Es gibt überall gute Menschen und schlechte Menschen und jeder ist halt für sich selbst verantwortlich. Von daher, ja, so ist halt eben der Mensch halt. Oh, Tofu! Der Tofu sitzt hier die ganze Zeit auf dem Hocker. Komm zu uns, komm doch mit. Komm, willst du auch was erzählen? Hier, Tofu, willst du was sagen? Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. So. Mandeln und kalte Milch helfen sehr gut bei Sodbrennen. Ja, das ist halt so, Mandeln habe ich ganz oft so, dass ich dann halt in dem Moment direkt mal ein paar Mandeln kaue, aber ich finde, das ist immer so, das hilft mir so für ein paar Minuten, dann kommt das direkt wieder. Milch finde ich noch so ein bisschen am effektivsten, sage ich jetzt mal, aber ich will halt auch nicht literweise Milch trinken. Bester Tipp fand ich bis jetzt war wirklich das Fahingen. Seit ich so ein bisschen aufpasse, eben nicht so doll gewürzt die Sachen esse und eben dieses Fahingen Heilwasser, muss ich sagen, habe ich das ganz gut im Griff. Ich weiß, aber das ist jetzt nicht Negativ? Nicht negativ, aber da könntest du vielleicht gleich Dings... Komm, sag mal, dann Nein. Sag mir sofort. Sag mir. Na gut, komm, dann haben wir mal langsam Ende, sonst wird das Video auch zu lang. Könnt ihr aber trotzdem gerne sagen, ob wir öfters hier dieses Chai Talk machen. The Guy Thai. Ramadan Mubarak. Ich bin erst vor ein paar Tagen auf euren Kanal gestoßen. Ich bin selbst ex-katholischer Atheist. Aber seitdem ich vor ein paar Monaten angefangen habe, die wunderschöne arabische Sprache zu lernen, bekomme ich viele Videos zum Islam in meine Recommendations. Ja, der vorgeschlagen, YouTube schlägt doch einem dann immer vor, wenn du bestimmte Videos... Recommendations? Ja. Du machst einen so sympathischen und herzlichen Eindruck und ich freue mich, durch dich mehr über den Islam lernen zu dürfen. Ich kann mir nur wünschen, irgendwann auch eine so tolle Familie zu haben, wie ihr es seid. Oh, süß. So, Ja, das ist schön. Tufi, Mausi, Pupsi, Muni, Mununu. Ich bin so neugierig, ne, wie die Katzen reagieren auf so ein Baby. Habt ihr so Erfahrung gemacht? Schreibt mir das mal, wenn ihr ein Baby bekommen habt und Katzen zu Hause habt oder Katze, wie sie reagiert hat auf das Baby. Hier ist eine Tessa. Bisschen mit Baby? Das gemeinsame Gebet von euch allen ist so schön, hat mich zum Tränen gerührt. Ui. Dein Sohn kann auch echt gut rezitieren. Mashallah, Allahumma barik. Noch weiterhin einen gesegneten Ramadan. Möge Allah von uns allen das Fasten annehmen und erleichtern. Amen. Inshallah. Sehr schön. Dankeschön. Lieben Dank. Danke. Ich glaub, Okay. wir das machen war's. Ende, weil die Datei wird so lang und diese Datei ist auch nochmal so ein Dings. Ne? Muss ich ja alle die Dateien auch nochmal da hochladen, damit die Victoria die bekommt. Das ist auch nochmal so ein extra Problem. Weil ich muss jetzt auch immer dann sitzen und warten, bis die ganzen Dateien hochgeladen sind. Weil wenn manchmal der Mac oder das Internet abstürzt, das ist dann echt ärgerlich.
Deswegen muss ich da auch immer so ein bisschen noch so einen Blick drauf haben. Das ist auch nochmal so, ne? Ihr motiviert halt auch mich nochmal immer mit euren ganzen lieben Kommentaren. Wo ich dann auch denke, nein, die freuen sich, abends setzen sich hin mit ihren Tee. Ne? Und es hat auch jemand geschrieben, ne? Ich lege meine Kinder ins Bett, mache mir meinen Tee und dann mache ich mir deine Videos auf. Wisst ihr? Und dann bin ich auch so, oh nein, ich kann doch nicht, dass am Morgen kein Video kommt. Dann sitzt ihr da und wartet mit ihrem Tee auf ein neues Video und dann kommt kein Video. So, ich will dann auch niemanden enttäuschen. Gut, dann gucken wir mal, wie morgen Ramadan Tag 10 sein wird. Ich bin sehr gespannt. Mal gucken, was wir morgen machen. Oh komm, dann lass uns doch in ein Restaurant gehen. Lass uns ein Restaurant zu zweit was Leckeres essen. Ja? Ohne Kinder. Ohne Kinder. Kann ich mir die Zeit vielleicht für Hausarbeit oder irgendwas nutzen? Also, ich hoffe, das Video vom Ramadan Tag 9 hat euch gefallen. Über einen Daumen nach oben freuen wir uns natürlich wie immer sehr. Gerne den Kanal abonnieren nicht vergessen. Und Tofu, sagst du Tschüss? Miau, 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 miau. Und ich hoffe, wir sehen uns auch schon morgen an Ramadan Tag 10 wieder. Bis dann, meine Lieben. Na, willst du auch ein Outro sagen? Tschüssi.